Heute gebe ich euch 10 Tipps, wie ihr euer Sounddesign von sowas zu sowas bringen könnt. Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Firebolt Productions. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema des Sounddesigns, was wirklich extrem wichtig ist, wenn ihr ein bestimmtes cinematisches Feeling rüberbringen wollt. Denn ein Bild ohne Sound wirkt einfach nur emotionslos und kann absolut niemanden erreichen. Um das Ganze noch ein bisschen zu untermauern, habe ich für euch ein super Beispiel dafür. Ich habe nämlich im Zuge des Adobe Contests einen Trailer für Terminator Dark Fate erstellt und kann euch jetzt zeigen, wie das ganze Ding nur mit Dialog sich anhört oder aussieht und dann nochmal mit dem ganzen Sounddesign unten drunter. But I changed the future. Saved 3 billion lives. You may have changed the future, but you didn't change our fate. But I changed the future. Saved 3 billion lives. You may have changed the future, but you didn't change our fate. Why do you care what happens to her? Because I was her. I know you're scared. Why do you care what happens to her? Because I was her. I know you're scared. Why do you care what happens to her? Because I was her. I know you're scared. But I'm here to protect you. Und was habe ich euch gesagt? Sound ist einfach ein wahnsinnig entscheidender Teil, wenn es um Filme geht. Also ohne weitere Umschweife, hier kommen meine 10 Tipps. Tipp Nummer 1, das Layering. Mit diesem Trick kann man ganz einfach aus einzelnen Sounds, die vielleicht schon gar nicht so schlecht klingen, mit ein bisschen übereinander schachteln, noch viel eindrucksvollere Sounds erschaffen. Ein kleines Beispiel dazu wäre, wenn man einen Riser nimmt und unten drunter einen etwas langsameren Riser packt und direkt nachdem der erste Riser, der obere, seinen Höhepunkt erreicht hat, kann man in irgendeiner Form einen Impact-Sound hinzufügen und schon hat man einen viel stärkeren Riser mit einem schönen Übergang durch den langsameren Riser. Eine andere Anwendung vom Layering ist zum Beispiel die Nutzung von Stems. Stems sind eigentlich nur die verschiedenen Instrumentspuren von einem Song, die man dann natürlich so layern kann, wie man das gerne möchte. Und so kann man zum Beispiel einen Song langsam aufbauen lassen, zuerst nur die Drums reinpacken, dann die Melodie oder in bestimmten Parts nur die Melodie spielen lassen und so weiter und so fort. Man hat halt praktisch die volle Kontrolle über den Song. Und so kann man halt den Track perfekt in seinen Edit einfließen lassen. Tipp Nummer 2, das Fading. Fading ist besonders wichtig, um nerviges Klicken oder Zischen aus den Schnittkanten, wenn man zum Beispiel 2 Sounds aneinander packt, zu entfernen. Man fadet einfach den ersten Sound aus und den zweiten ein und das macht man halt relativ kurz und schon hat man dieses Cut-Klicken oder dieses Cut-Zischen nicht mehr in seinem Edit. Das wirkt einfach nur ziemlich amateurhaft. Außerdem hat man mit Keyframes noch eine viel größere Flexibilität, wie man denn jetzt eigentlich seine Lautstärke regeln möchte. So kann man nämlich jeden Sound exakt automatisieren und perfekt zum Bild abpassen, wann er nun seine maximale Lautstärke erreicht oder ob man zuerst langsam ihn einblenden lässt und dann ganz schnell, wie auch immer. Es ist alles möglich mit Keyframes. Tipp Nummer 3 ist das Panning und das bezeichnet bei einem Stereo-Projekt das Ansteuern des rechten und des linken Audiokanals, je nachdem, wie man es gerne haben möchte. Man kann dadurch praktisch den Sound eines vorbeifahrenden Autos wunderbar imitieren, indem man einfach zuerst auf 100% den rechten Channel stellt und danach langsam zum linken Channel wechselt. Das kann man mit Panning machen. Man kann zum Beispiel ganz einfach, wenn man auf der linken Seite ein Herd stehen hat und da drauf eine Pfanne, dann kann man einfach den Sound von dem Gebratenen auf den linken Channel packen. Und dadurch hat man auch direkt dieses Feeling, dass man direkt in dieser Szenerie sitzt. Der ganze Effekt vom Panning wird noch viel größer, wenn man in den Surround Sound geht. Egal ob 5.1 mit 5 Kanälen oder 7.1 mit 7 Kanälen dann. Es wird immer immersiver. Tipp Nummer 4. Die Geschwindigkeitsänderung. Mit einer Geschwindigkeitsveränderung könnt ihr den Pitch, also die Höhe des Klangs, verändern.
und so aus einem sehr hohen Sound oder einem sehr schnellen Wusch ein unglaublich langsames und tiefes Wusch machen, was im Prinzip auch schon die gesamte Charakteristik des Klangs wieder verändert. Also man kann aus einem Sound mindestens 3 verschiedene Sounds somit kreieren. Und ein kleiner Bonustipp, den wir jetzt schon gelernt haben: lernt einfach ein schnelles Wusch mit einem tiefen, längeren Wusch übereinander und schon habt ihr einen viel kräftigeren und tieferen Klang bei euren Übergängen. Tipp Nummer 5. Der Reverb-Effekt. Mit dem Reverb-Effekt könnt ihr einen Nachhall oder auch ein Echo erzeugen. Das ist besonders dann von Nutzen, wenn man in einer Halle gefilmt hat und im Nachhinein ADR macht. Das heißt, alle Stimmen und alle Sounds im Nachhinein aufnimmt im Studio und dann das aber trotzdem zu wirken lassen will, als ob die Halle halt einen großen Hall hat. Sorry wegen den Bauarbeiten da draußen, da kann ich nichts für. Ja. Auch gut ist der Effekt, wenn man zum Beispiel einen Sound so wirken lassen will, als ob er von ganz weit weg erzeugt wurde. Das heißt, wenn der Sound zum Beispiel ein Pistolenknall ist, der aber auf der anderen Seite eines Feldes passiert ist. Und dieses Echo kommt daher, dass ja, die Schallwellen durch diese lange Distanz schon an so vielen Objekten reflektiert wurden, dass genau sie in verschiedenen Zeitabständen praktisch bei dem Betrachter immer ankommen. Auch wenn man das jetzt nicht direkt versteht, man merkt es einfach direkt, weil jeder Mensch ist darauf gepolt, das zu erkennen. Und man merkt einfach auch direkt, okay, der Sound soll jetzt von weiter weg kommen. Außerdem kann ein Echo oder ein Nachhall auch einen sehr verträumten Effekt bringen, kann auch in so einer Traumsequenz verwendet werden. Also das ist echt super erfrischend, ne? Das ist Maracuja und Coca, das habe ich mir aus Peru extra mitgebracht. Über meine Mexiko- und Peru-Reise kommt auch noch bald ein Reisevideo, also stay tuned. So gut das Zeug, ey, krass. Tipp Nummer 6. Low-Pass-Filter. Ein Low-Pass-Filter meint eigentlich nur eine Einstellung in dem Equalizer. Egal was für einen Equalizer ihr jetzt benutzt, in egal welcher Software, die funktionieren alle gleich. Ihr könnt nämlich die Lautstärke einer bestimmten Frequenz oder eines bestimmten Frequenzbereichs in einem Equalizer einstellen. Und der Low-Pass-Filter meint eigentlich nur, dass die ganz besonders tiefen Frequenzen durchgelassen werden, während die hohen Frequenzen abgekappt werden. Das heißt, dass die hohen Frequenzen in der Lautstärke sehr gedämpft sind. Das ist vor allen Dingen gut für Unterwasserszenen. Also immer dann, wenn ihr Sound unter Wasser haben wollt, hört man diesen Low-Pass-Filter. Außerdem kann man es auch noch in Szenen in Höhlen einsetzen, wenn man ja diesen Effekt dort gern haben möchte. Oder auch in Autoszenen. Genau, es ist besonders gut für Musik, die aus Autos oder vom Nachbarzimmer zu hören ist. Tipp Nummer 7. J&L-Cuts. Was sind eigentlich J&L-Cuts? Nun, J&L-Cuts sind ganz bestimmte Schnitttechniken, die ungefähr das gleiche meinen. Also ein J-Cut bedeutet praktisch, dass zuerst das Sounddesign der neuen Szene zu hören ist, bevor man überhaupt zur Szene schneidet. Ein kleines Beispiel dazu seht ihr hier. Und ein L-Cut bedeutet genau das Gegenteil, dass man zuerst zur neuen Szene schneidet und den Sound von der alten Szene aber noch weiterlaufen lässt. Das hat unglaublich verschiedene Interpretationsmöglichkeiten und kann auch verschiedenst eingesetzt werden. Es sorgt vor allen Dingen dafür, dass jeder Sound oder dass die Sounds, die dort mit eingebunden werden, in 2 verschiedenen Kontexten gesehen werden können und damit halt extrem große Interpretationsfreiräume entstehen. Der Name des J&L-Cuts kommt eigentlich nur vom Aussehen auf der Timeline. Als kleiner Bonus-Fact am Rande, damit kann man echt gut experimentieren. Und das möchte ich auch noch mal ein bisschen mehr machen. Tipp Nummer 8, das Rückwärtsabspielen. Das Rückwärtsabspielen klingt jetzt erstmal ziemlich simpel, aber ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug. Also so kann man wirklich aus jedem Sound, aus jedem Klang nochmal einen komplett verschiedenen oder komplett neuen Klang kreieren. Zum Beispiel, wenn man einen Pistolenschuss rückwärts abspielt, hat man einen Riser mit einem unglaublichen Impact am Ende. Klingt einfach auch super genial, also sowas kann man unbedingt auch mal ausprobieren.
Oder man kann zum Beispiel aus einem Riser, wenn man ihn nimmt und nochmal dupliziert und dann praktisch einfach rückwärts abspielen lässt und die beiden Enden zusammenfügt, die ja natürlich perfekt zusammenpassen, kann man einen Riser und einen, abfallenden Riser erzeugen und damit halt auch diverse Effekte noch dem Zuschauer vermitteln. Ich glaube, sowas Ähnliches habe ich auch in meinem Film Balance gemacht, in dem ich nämlich den einfahrenden Zug genommen habe und dann dahinter nochmal ausklingen lassen habe. Ich glaube, sowas habe ich gemacht. Tipp Nummer 9. Mehr Raum für die Stimme oder einen Sound. Wenn ihr nun alle Tipps, die ich zuvor gegeben habe, beachtet und eure Timeline extrem tief layert, was das Sounddesign anbetrifft, dann kann es dazu kommen, dass manche Sounds einfach untergehen oder euer Dialog kaum noch zu hören ist. Was die meisten jetzt falsch machen, ist einfach mit dem Mastering, also die Lautstärke einfach hoch und runter zu drehen und das dann so zu regeln, dass es irgendwie am Ende dann auch übersteuert, und das ist einfach nicht cool. Ein viel besserer Weg ist einfach, den Equalizer wieder zu nehmen, legen den auf unsere Dialogspur und analysieren die dann. Und wir drehen dann nach und nach die einzelnen Frequenzbereiche nach oben, um herauszufinden, in welchem Frequenzbereich denn das charakteristische Merkmal der Stimme liegt. Oder vor allen Dingen auch der stärkste Klang der Stimme, denn jeder hat sowas. Das merkt man daran, dass vor allen Dingen eine extreme Übersteuerung einfach geschieht. Ich kann euch das ja an einem Beispiel mal zeigen. Dialogspur und Dialogspur legen den auf unsere Dialogspur und legen den auf unsere Dialogspur und legen den auf unsere Dialogspur und wenn man jetzt diese Frequenzbereiche hat, kann man einfach den Equalizer wieder löschen und ganz einfach einen Equalizer auf alle anderen Sounds machen oder auf ganze Tracks, die man halt ein bisschen eindämmen möchte, und diese Frequenzbereiche, die man sich rausgeschrieben hat, wo die prägnanten Teile der Stimme zu hören sind, einfach ein bisschen nach unten, ein bisschen abzuschwächen. Somit erzeugt man einfach Raum, in dem die Stimme dann sich entfalten kann. Ich mache sowas eigentlich ständig, wenn ich Hintergrundmusik über meine Tutorials lege, dass ich einfach damit die Hintergrundmusik wirklich auch mehr in den Hintergrund setze, ohne jetzt groß was mit der Lautstärke zu machen. Also die Hintergrundmusik bleibt auf der gleichen Lautstärke, meine Stimme bleibt auf der gleichen Lautstärke, trotzdem hört man meine Stimme viel prägnanter als die Hintergrundmusik. Tipp Nummer 10: Stille. Das klingt jetzt erstmal ziemlich blöd, aber Stille ist wirklich mit Abstand das mächtigste Werkzeug überhaupt. Denn wenn ihr einen ganzen Film habt, der ins kleinste Detail arrangiert ist mit Musik und Sounds, dann ist eine gezielte Passage, in der gar nichts passiert, also in der absolute Stille ist, unglaublich prägnant. Stille ist zum Beispiel ein sehr mächtiges Werkzeug, um einfach Spannung zu vermitteln. Ja, der Zuschauer klammert sich unterbewusst immer an die Sounds, um zu merken oder um zu spüren, wie die Stimmung gerade ist, was so als nächstes passieren könnte, vor allen Dingen an der Musik. Und wenn die komplett wegfällt, ist der Zuschauer einfach auch mehr oder weniger hilflos oder kann gar nicht erahnen, was als nächstes passiert, was unglaublich Spannung erzeugt. Andererseits kann Stille auch so eingesetzt werden, dass sie praktisch die Emotion, die davor vermittelt wird, noch in den Vordergrund setzt und fokussiert. Besonders gut wirkt Stille zum Beispiel bei Schicksalsschlägen oder auch sehr beliebt ist bei Kampfszenen Stille einzubauen, beziehungsweise halt die Musik komplett runterzudrehen und nur die Sounds sprechen zu lassen, was auch unglaublich roh und die Gewalt in den Vordergrund legt und wirklich zeigt, wie brutal das gerade ist, was passiert. Oder auch noch ein ganz anderes Beispiel ist Jumpscares bei Horrorfilmen, ganz einfach. Davor ist meistens auch komplette Stille, beziehungsweise Musik wird leiser. Welche von den Tipps haben euch am besten gefallen und habt ihr auch noch andere Tipps? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch Rauschen in euren Aufnahmen oder Sounds stört, dann habe ich hier sehr bald ein Tutorial über das Denoising, welches ganz detailliert auf das Thema Denoising und Rauschentfernung eingeht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo oder einen Daumen nach oben natürlich super freuen. Außerdem könnt ihr mir auf Instagram folgen, linus.cttr. Ja, und da bleibt mir nichts weiter zu sagen als bis in einem Monat zum neuen Video. Heute gebe ich euch 10 Tipps, wie ihr euer Sounddesign von hier nach hier bringen könnt. Oh ja!